Hallo Freunde, Ameisen, die in einer Kolonne marschieren, erwecken Bewunderung für ihre harte Arbeit und Teamarbeit, aber es gibt Arten dieser Insekten auf der Welt, die sich sehr von anderen unterscheiden und oft mit ihrem Verhalten überraschend und sogar beängstigend sind. Aber seien wir mal ehrlich, am beeindruckendsten ist die unglaubliche Koordination und Entschlossenheit, wenn es um die Kampffähigkeiten von Ameisen geht, denn unter ihnen gibt es Krieger, die den Ameisenhaufen viel aggressiver und kälter vor Feinden schützen können. Im Gegensatz zu einzelnen Insekten wenden Ameisen im Kampf gegen größere Arten, seien es giftige Wespen oder Riesengrillen, eine gut durchdachte Taktik an, indem sie ihre Opfer an den Gliedmaßen strecken und ihnen nicht erlauben, zu entkommen oder sich zu wehren. Und versuchen sie auch, sich vom Kiefer oder Stich des Feindes fernzuhalten. Natürlich scheint ein Angriff mehrerer Dutzend Ameisen auf eine Grille kein fairer Kampf zu sein, aber achten Sie auf das Verhältnis. Es ist, als würden Menschen King Kong mit bloßen Händen angreifen. Einer der besten Krieger sind wahrscheinlich wandernde Ameisen. Wie der Name schon sagt, baut diese Kreatur keine Ameisenhaufen. Stattdessen sind sie ständig auf der Suche nach Nahrung und können am ersten Tag bis zu 3 Kilometer laufen. Man denkt, das ist nicht so viel, ja, aber die Länge des größten Kriegers beträgt nur 1,5 cm, also ist er angesichts der Größe von mehreren Kilometern pro Tag recht solide. Und sie bewegen sich nur tagsüber, während sie nachts die Höhle einrichten. Zu diesem Zweck bilden sie eine Lebenssphäre, in deren Zentrum die Mutter steht. Tagsüber bewegt sich ein dichter Insektenstrom in einer organisierten Kolonne. Als wäre das alles eine kleine, aber gewaltige Armee, für die sie auch Legionärsameisen genannt werden. Die Länge einer solchen Säule kann unglaubliche 45 Meter erreichen. In der Säule selbst können sich bis zu mehrere Millionen Insekten befinden. Wanderameisen verfügen über ein gut koordiniertes Bewegungssystem. An den Seiten der Säule befinden sich Krieger mit sehr starken Kiefern und Abmessungen, die mehrere Größenordnungen größer sind als die Arbeiter, die wiederum den Großteil des lebenden Stroms ausmachen. Sie tragen Nahrung, Eier und Larven. Wovon ernähren sich solche Ameisen? Einfach alles, was sie unterwegs finden. Sie sind Raubtiere, die problemlos mit ganzen Termitenkolonien fertig werden. Sie greifen Wespen, Bienen und andere Insekten an, indem sie sich nicht nur für Soldaten, sondern auch für Arbeiter perfekt einsetzen können. Es kann auch mit viel größeren Tieren fertig werden, wenn diese angreifen. Als die Ameisen auf die kleine Pythonschlange trafen, hatte die Schlange einfach Pech, zu nahe an der nomadischen Insektengruppe zu sein. Sie betrachteten ihn als Bedrohung und griffen Dutzende von 1000 solcher Ameisen an, also sogar eine erwachsene Schlange, die er würgen konnte. Jelena wird selbst zum Mittagessen. Sie werden wahrscheinlich zustimmen, dass es wahrscheinlich kein Grund zur Freude ist, wenn Sie ein Hornissennest unter dem Dachüberstand sehen, aber wenn Sie das Nest streunender Ameisen bemerken, können Sie nur Mitleid mit den armen Wespen haben. Die Ameisen greifen als eins an und zerstören ihr Nest. Wenn der Entdecker den Weg zum Ziel weist, hinterlässt er eine chemische Spur, nach der dem Geruch eine weitere Kette folgt, und wenn nötig, werden die Ameisen selbst Teil davon. In diesem Fall haben die Insekten so etwas wie eine lebende Brücke geschaffen, um aus dem Wespennest herauszukommen. Er nahm alles Wertvolle mit. Wanderameisen kämpfen jedoch nur mit dem Kiefer. Aber sie haben entfernte Verwandte durch Abstammung. Sie sind Feuerameisen. Sie werden wegen ihrer rötlichen Farbe, aber auch wegen der Besonderheit ihrer Vergiftung so genannt. Wenn eine solche Ameise sticht, ähnelt das Gefühl einem Brennen. Sogar dieses Insekt greift die ganze Herde an. Und das ist nicht der einzige Trick, zu dem sie fähig sind. Als Bewohner Südamerikas und des Amazonasbeckens haben Insekten gelernt, Wasserbarrieren zu überwinden und Überschwemmungen zu überstehen. Sie bilden aus ihren Körpern flache Flüsse. Insekten von den Rändern werden natürlich von Fischen angegriffen oder weggeschwemmt, aber die Kolonie überlebt und kann abdriften. Es dauert lange, bis es am Ufer landet. Eins der aggressivsten Vertreter dieser Familie ist die Kugelameise. Der Körper der Ameise besteht aus 3 Segmenten, die von einem Exoskelett aus großen, kräftigen Kiefern umgeben sind, um Beute zu fangen und festzuhalten. Duftdrüsen, die Pheromone absondern, und Antennen, die auf Geruch und Berührung eingestellt sind. Trotz der Geselligkeit dieser Art sind ihre Kolonien klein. Jede Kugelameise ist auch ein unabhängiger Jäger. Mit einer Länge von 2,5 cm kann er problemlos selbstständig jagen. Neben kräftigen Kiefern sind Kugeln eine gefährliche Waffe der Ameisen. Sein Stachel erreicht eine Länge von 3 mm.
Das in das Opfer freigesetzte Gift enthält ein starkes Neurotoxin, das eine vorübergehende Lähmung der Bissstelle der Ameise verursacht. Die Kugel fühlt sich wie ein Brennen an, der Schmerz hält den ganzen Tag an und lässt keinen Moment nach. Einige Indianerstämme im Amazonasgebiet verwenden Ameisen für Initiationsriten. Kein Mensch kann als echter Indianer und Krieger angesehen werden, bis er Fäustlinge trägt, in denen sich jeweils ein Schwarm riesiger tropischer Ameisen befindet. Dieser Schmerz ist mit nichts zu vergleichen. Wenn Sie an einer Hand einen Handschuh mit Ameisen anziehen und 2 davon ins Feuer legen, werden Sie den Unterschied nicht bemerken. Junge Männer halten mindestens 10 Minuten lang einen Handschuh mit Ameisen. Er muss ein solches Ritual durchführen. Stellen Sie sich das 20 Mal vor. Natürlich sind Ameisen für ihre harte Arbeit bekannt. Aber eine ungewöhnliche Art dieses Insekts scheint sich nicht anders entschieden zu haben. Warum alleine arbeiten, wenn ich Sie dazu zwingen kann? Zweiter Ja, haben Sie es richtig verstanden? Es gibt echte Ameisen auf der Welt, die Sklaven besitzen, sie werden Blutameisen genannt. Aufgrund ihres passenden Farbtons, aber ihre Grausamkeit passt zu ihrem Namen. Diese Ameisen sind größer als viele andere Arten, der Größenunterschied zu anderen Ameisen ist nicht so groß. Aber groß genug, dass eine Blutameise die meisten ihrer Cousins in einem 1-gegen-1-Kampf besiegen kann. Dies führt dazu, dass sich sabbernde Ameisen wie die Horde von Genghis Khan verhalten. Sie bieten echte Überfälle auf die nächstgelegenen Kolonien an, der Kampf ist eröffnet, und wenn die roten Insekten gewinnen, erledigen sie einfach jeden Feind. Sie werden fragen, warum? Da ihr Ziel die blutigen Eier sind, stehlen die Ameisen besiegten Gegnern die Eier, nehmen sie mit nach Hause und ziehen ganze Generationen von Sklaven groß. Wenn die Kolonie des Opfers also schwächer ist, besteht die einzige Überlebenschance darin, den Angriff einfach zu ignorieren und die Angreifer mit Rotkäferangriffen die Eier stehlen zu lassen. Natürlich sind sie nicht immer erfolgreich, da es große Kolonien und sogar bestimmte Kampfameisenarten gibt, die für die Kiefer ihrer Besitzer zu hart sind. Dennoch enden solche aggressiven Überfälle erfolgreich. Sehr oft ist es wichtig zu verstehen, dass Ameisen eine Königinmutter brauchen, um sich fortzupflanzen. Die Sklavenhändler haben keine eigene Mutter, und wenn die aus gestohlenen Eiern aufgezogenen Diener alt werden, müssen die Sklavenhändler Insekten einen neuen Marsch machen, und zwar immer und immer wieder. Gleichzeitig können Räuber nicht ohne Diener auskommen. Weil sie buchstäblich vergessen haben, wie sie ihre eigene Nahrung besorgen, sich um die Kolonien und auch um sich selbst kümmern. Das Einzige, was sie tun können, ist zu kämpfen, und jetzt machen sie sich auf einen echten Schock in der Welt gefasst. Sie sind echte Artillerieameisen. Dies sind rote Waldameisen, die einen einzigartigen Abwehrmechanismus entwickelt haben. Nähert sich eine Gefahrenquelle ihrer Behausung, beginnen sie, gezielt einen Säurestrahl auf den Feind zu werfen. Aus einer speziellen Öffnung dringt eine ätzende, stinkende Flüssigkeit aus der Bauch. Bei starkem Druck kann es bis zu 10 schießen. cm entfernt stoßen die Soldaten gleichzeitig ein Pheromon aus, das wehrlose Arbeiter vor der Gefahr warnt, sich in den Tiefen des Ameisenhaufens zu verstecken. Wenn Chemiewaffen nicht helfen, gehen die Ameisen in den Nahkampf. Mann gegen Mann und sie fangen an, den alten Feind zu beißen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass Ameisen sehr alte Insekten sind. Sie existierten lange vor dem Zerfall des Gondwana-Superkontinents, der sich allmählich in der südlichen Hemisphäre aufteilte. Seit Beginn des Mesozoikums kann davon ausgegangen werden, dass Kriege eine wichtige Rolle in ihrer Entwicklung spielten. Wissenschaftler, die Ameisen untersuchen, sprechen davon, dass sich das Aggressionsobjekt im Laufe ihrer Entwicklung in der Antike verändert hat. Sie waren die Hauptfeinde. Schwarze Ameisen sind Wirbeltiere, aber in unserer Zeit führen sie Krieg gegeneinander. Ameisenkriege erhalten unter anderem deshalb so große Aufmerksamkeit, weil die Zusammenstöße zwischen Ameisen sehr dramatisch sind. Sie finden buchstäblich unter den Füßen des Menschen statt, aber auch, weil Ameisen genauso soziale Wesen sind wie wir, und das sind alles Freunde. Geben Sie ein „Gefällt mir“, wenn das Video interessant war, schreiben Sie Kommentare und wir sehen uns bald wieder.